So, Standby-Phase. Mal wieder. Erste Standby-Phase mit dem kompletten Team. Also wird die wahrscheinlich vollkommen Überlänge nehmen. 100 Geschenke, 100 Freundesepisoden, alles auf einmal. Naja. Ja, ist ja gut. Erstmal die neuen Geschenke besorgen. Auch wenn die Leute schon auf 6 sind. Oh, für dich brauchen wir noch was. Schildkrötenkappe. Wieso eine Brille für dich? Na gut. Bei wie heißt sie noch? Tsugumi hat ja schlechte Augen, hat sie gesagt. Aber Spaßknabber-Set, die hatte ich einmal verkauft. Alter PC zur Erweiterung. Okay. Den alten PC selbst hat sie ja von Yuitos Seite bekommen. Duftkerzen. Oh, was Neues. Heilende Klänge. Oh. Wieder ihr mit euren Alkohol. Wie auf Yuitos Seite schon. Schlimm, schlimm. Comic-Dämmerung Kapitel 9. Okay. Warum nicht? Große, flauschige Barkeeper. Ja, das passt natürlich zu ihm. Mir gehen die Materialien nicht aus. Barkey, Sitzkissen. Meinetwegen. Spiegel. Wow. Das ist jetzt nicht so der seltenste Gegenstand der Welt. Meine Fresse. Stimmt, Yuito hat die Dingens beide nicht. Weil er, naja, ein Spielcharakter war. Das ist ja gut. Oder kann er die eben nutzen? Ja, dann, egal, geben wir ihn trotzdem. Wächter, Barkey, Geschenketickets. Die haben wir alle schon, genau. Die haben wir nicht, aber die haben wir das schon mal gegeben damals. Uns gibt es nichts Neues, nehme ich an. Oh. Okay. So, Geschenke. Wir werden euch jetzt mit sowas von Geschenken bewerfen. Wobei, wir haben erstmal die ganzen Stufenaufstiege vom Gegnerteam. Na gut, Stufenaufstiege. Oder? Wobei, nee, du nicht. Gegnerteam, habe ich gesagt. Tsugumi. Oh, Kasane? Ja? What are you so startled about? Nothing. I didn't think I would be able to talk to you. I'm sorry for being startled, but I was just so happy to be noticed. Hey. Have we become closer? I'm not sure. It depends on your definition of closer. But I feel like we at least understand each other better. Look, Kasane, it seems like I'm not very good at expressing these kind of feelings. I'm just concerned about you as a friend. That's all I wanted to say. It's strange. I don't feel upset hearing that coming from you, Gemma. Thank you. No need to thank me, I'm just telling you how I feel. This is kind of embarrassing. Yeah. I know this is strange to say, but I really admire you. I admire you as well. I have to make sure I live up to your respect. Gut, das wünsche ich auch noch ein. Natürlich. You really are cool, Kasane. Yay. Cool. You were a bit standoffish in the past, but you always just slice through those others. I wish I could do that. It's not really like me to say this, but I can't help but admire you. Okay. Hey, Kasane. Back when you were a cadet, you didn't really talk to anyone besides Naomi. That's true. It's because I didn't find it necessary. Oof. I see. But when I think about those times, I'm really glad that you talk to me like this now. Because it means that you find it necessary now. It'll push me harder to become someone you can really rely on. Hey. I want to hear more about you. All right, tell me more about you as well. Gott. Das ist ein echtes Schwert oder ein Trainingsschwert? Sieht so transparent aus. Es ist transparent. Auch was? Natürlich. Freundschaft.
Kasane, you're kind of like a lone wolf. You mean that I'm isolated? Ein Dorping-Wolf. No, not like that. Sorry, maybe that was a bad choice of words. I meant that you can take care of yourself. I really think that's amazing. I think I got to know you a little better. Maybe. I don't know. Maybe you did. Maybe. You're an intriguing person, Kasane. Yay. I apologize if that sounds strange. I meant it as praise. It didn't bother me. I'm glad. That practicality may be your greatest merit. Yay. You're an interesting person. I would like to learn more about you. Really? I think you're much more interesting than I am. Okay. So, hat noch irgendjemand Stufenaufstiege for free? Glaube nicht. Gut, das waren die Sachen. Dann kommen jetzt auch noch Geschenke und dann, es geht. Es wird noch so lange dauern. Okay, Geschenke. Ja, einfach der nächstbeste, der neben uns steht, ne? Juito. Oh Gott, haben wir viel für jeden Scheiß. Oh no. Ihr kriegt also die Equipment-Dinger, die du wahrscheinlich gar nicht mehr benötigst. Egal. Ja, nimm hin. Thanks. Yay. Kann ich das haben? Ja, nimm hin. I guess I should talk to Kagero. Ja, ja, irgendwann mal. Thanks. Bitteschön. Wie gute und schlechte haben wir. Gut. Ja, doch, müssen noch einen herstellen. Na gut. Comic-Dämmerung. Ne, Dämmergurken Kapitel 9, okay. Diese immer beliebtere verwendete Comic zeichnet sich durch eine unvorhersehbare Geschichte und einzigartige Design aus. Im letzten Kapitel stellt sich ein Verräter als Verbündeter heraus und der anfangs beste Freund entpuppt sich als wahrer Bösewicht. Klingt sehr Standard. Die Server von sozialen Netzwerken brachen unter dem auf das Ende folgenden Aufruf zusammen. Okay. Ist doch ein Standardschreiben heutzutage. Pseudo-Twists. Immer wieder aus dem Nichts. Ja. Thanks. Nur dann lest mal. Ich hätte nie gedacht, dass er sich im letzten Kapitel als Verräter herausstellen würde. Oh, Entschuldigung, ich wollte nichts verraten. Hab ich selbst schon gelesen. Und natürlich liest er das sofort. Aber hast du es doch schon gelesen. Ja. Barki Sitzkissen. Auf diesem Kissen sind Dutzende sich drängende Barkis abgebildet. Es ist leicht glänzend und teuer und gibt daher eine eindrucksvolle Dekoration ab. Barki-Fans haben oft das Problem, dass sie es nicht benutzen können, ohne sich auf ihre Lieblingscharakter zu setzen. Naja. Ja. Thanks. Kurz auf dein Barki-Toy-Dingensens. Ich weiß nicht, ob wir Barki gegenüber so kleinlich sein sollten. Alle stehen sie bereit. So, gleich gehst du voll ab. Ach du Scheiße. Egal. Und jetzt, das sind 3 DLC-Dinge. Das Ding kenne ich noch. Das hat er auch an Kasane verschenkt. Also lese ich es mir auch nicht durch. Und wir schon mal hatten. So 20 Folgen bei ihm. Thank you so much. Yay! Scheiße. Kann ich das wirklich haben? Ja, ich habe bei den OSF schon viel davon gehört und war echt neugierig. Ich habe gehört, die neuen Rekruten seien so wie du, ich und du, Kasane, die sich wohl machen. I have a long way to go. It's painfully obvious when I fight alongside you. I don't think we're that different. That actually might be true, but there's a whole lot I need to learn. You helped me see some parts of myself I couldn't see on my own. In any case, you really motivate me to get better.
My impression of you changed a bit. Maybe I understand you better. I don't know what your idea of me was, but yes, I suppose we understand each other a little better than before. Ja. Meerstar. Große, flauschige Baki-Puppe. Diese riesige Baki-Puppe kann auf den Boden gelegt und als Kissen verwendet werden. Sie ist weich, flauschig und soll den Menschen Geborgenheit schenken. Sie ist in limitierter Auflage erschienen und heute nur schwer zu finden. Ich kann dir unendlich viele im Shop kaufen. Was zeigen. Welche Materialien farme. Thank you so much. Die Hanabi-Animation schon wieder. Yay! Nur eine beschränkte Menge und ich war wirklich enttäuscht, dass ich keine reservieren konnte. Vielen Dank, mit diesem Baki werde ich wie ein Baby schlafen und ganz süß träumen. Oh, wie süß. Kopfkissen? Sehr großes Kopfkissen. Die Form vom Baki, dass er die Arme in die Riddeln legen kann, das macht sogar Sinn. Naja. Ich frage mich, ob der dann ein Fickloch reinmacht, um die Puppe zu vögeln, so besessen, wie er mit Baki ist. Ja, ich hab's einfach gesagt. So. Wächter-Baki. Ultimatives Baki-Merchandise für die Wand. Hardcore-Fans bekommen bessere Laune, wenn sie sich das lächelnde Gesicht jeden Tag ansehen. Baki passt immer auf. Lächeln? Creepiges Dingen sind's. Thank you so much. Jö. Könnt ihr es in Versteck aufstellen? Macht doch. Ich wollte eins für das Haus meiner Eltern kaufen. Mein Bruder hat es aber nicht erlaubt. Oh. Dank, dass du ihn für mich gekauft hast. Wer würde sich nicht über einen Baki freuen, der ihn beschützt? Ich sag nichts. Hey, Kasane. Hi. Remember how I called you a lone wolf before? Ja? Now that I think about it, I was wrong. Nein. You're no lone wolf. You're the one carrying everyone. I feel like that's more your specialty. Alpha-Wolf. Really? I think you're pretty good at it yourself. All of us count on you, including me. Angriffsvision. Jo, was machst du eigentlich? Okay, großer Angriff. You're pretty kind sometimes. Oh wait, did I come out right? Fine. If that's the case, maybe some of your sincerity is rubbed off on me. Wo hängt das Ding rum? Ach, egal. Brauche ich noch was ich ins Gesicht schmeißen kann? Yuito-ähnliches Porträt. Die Bilder der OSF von einem bestimmten Künstler werden ohne Erlaubnis veröffentlicht. Sie wurden während des So-Vorfalls einer Nachrichtensendung vorgestellt, so dass ihr Wert für in der Höhe schoss. Dieses Stück ähnelte seltsamerweise Yuito, aber irgendwie auch wieder nicht. Gab es nicht auch eine Zeichnung von Kasane, die halt so grausam war? Nee. Thank you so much. Das bin ich, stimmt's? Das Bild habe ich schon einmal gesehen. Es hat sich mir ins Gedächtnis gebrannt, glaube ich. Es ist jedenfalls eigen. Es ist etwas Besonderes, ein Einzelstück. Ich bin froh, dass du es gefunden hast. Besonders ist das richtige Wort. It's really reassuring having you nearby in battle. It might be weird for me to say, but I was able to realize how much I trust you. I think I understand what you're saying. It wasn't all smooth, but I trust you now too. Maybe it's exactly because it wasn't so smooth. I'm glad we're able to talk like this now. Hey. I feel like we've gotten pretty close. I hope you feel that way too. Yes, I can read your actions now. So, ich habe gesehen, ich muss noch eine Sache nachtauschen. Nur eine Kleinigkeit, aber... Wo warst du denn? Wait, ich habe gerade falsch geguckt die ganze Zeit. Nochmal von vorne. Das Kissen, das war doch für... Yuito und... Haben wir einmal gekauft gehabt. Ach, da, oder? Nee, ich war... Doch. Du hast es noch nicht, die müssen wir den auch noch besorgen. Das war nicht das Kissen. Das haben wir zweimal geholt.
Hey Arashi, da du gerade hier sitzt. Geschenke. Noch ein Teeset. Und das für die anderen beiden, genau. Hast du auch für sie. Also nur ein PC-Erweiterung. Ein extra PC. Dieser alte gebrauchte PC war wegen seiner hohen Erweiterbarkeit ein Verkaufsschlager. Jetzt ist die Vergangenheitszeit langsam und es gibt keinen Support mehr. Viele Fans hingegen gefallen diese Widrigkeiten. Sie nutzen ein eigenes SNS, um Informationen zur Wartung und zum Erwerb von Komponenten auszutauschen. Okay. You know what I like. You have a good eye. Ah ne, das war das mittlere. Na gut. Ich will den Server optimieren. Du kommst genau richtig. Ich? Ah ja. Hier steht ein zweiter Kasten. Und noch mehrere an der Seite. Naja. Wo ist die nächste Person? Ach, was war das halt so Gummis? Geschenke. Wie man sich keine Sorgen macht. Du brauchst den, du kriegst den. Irgendwie erstmal die langweiligen für sie. Die Brille. Nur die Brille. Ja, diese Plastikrahmenbrille haben wir bei Schieden schon gelesen. So. Okay. Klingt aber so enttäuscht bei diesen Billigdingern. Du wusstest, dass ich ohne Hellsicht nicht besonders gut sehen kann? Das werde ich irgendwann mal benutzen. Ich kenne zwar deine Sehstärke nicht, aber hier, Brille. Mini-Herz. Okay, Mini-Herz. Wenn sich keine Sorgen macht, haben wir bei Schieden schon gelesen. Gut, die Doppelten gefallen mir. Nicht vorlesen nochmal, weil ich faul bin. Ah. Oh, thanks. Wieder schön. Das mit deiner Brille da auch lesen. Das ist für mich. Danke, ich werde mich zwar wohl nicht komplett an die Anleitung halten können, aber ich werde sie mir mal durchlesen. Nicht du, Luca, du bist mir erstmal egal. Ich mag dich immer noch nicht. Hätte ich niemals mögen. E-Set. Haben wir schon zweimal gelesen. Oder nur einmal gelesen und zweimal gesehen. Könnt ihr Kaffeekränzchen oder Teekränzchen machen? Oh, thanks. Ich bin zwar keine große Rednerin, aber ich mag Tee. Okay? Ich koche uns mal einen Kräutertee. Muss man zum Tee trinken ein Redner sein? You're really strong, Kasane. Ja. I think you're pretty strong too. I don't mean in battle. I mean mentally. Nothing ever gets to you. I always get overwhelmed by everything outside of battle. That's why I want to learn from you. Hast du ihre ganze Naomi-Sachen verpasst? Warte die ganze Zeit nur am Heulen und Schreien und so weiter und so Do fort. we understand each other a bit? I feel like we've come to understand each other a little better than that. Naja. Kakteen. Haben wir bei Kagao gesehen. Juhu. Piekst dich nicht. Oh, thanks. Kasane, pass auf die Dornen auf. Sie steht zwar drinnen, braucht aber Sonne. Ich werde mich gut um sie kümmern. Mach das. Ah, naja. Das eigene Blumenladen hier drinnen mittlerweile, ey. Sehr viel Doppeltes sehe ich gerade. Aber egal. Wir haben noch Sondergeschenke. Tasche aus Blech. Nennt man das dann Tasche? Diese Tasche wird über die Schulter geschlungen und traditionell zum Ernten von Pflanzen verwendet. Einige Botaniker würden nie ohne sie Pflanzen sammeln. Okay. Na gut. Wird wahrscheinlich nicht so eingedrückt wie eine normale Tasche, ne? Really? I'm so happy. Bitte schön. Das ist... Darüber habe ich in einer Publikation über das Sammeln von Pflanzen gelesen. Ich wollte es selbst versuchen. Du weißt immer, was ich gern hätte, Kasane. Das freut mich so. Ich würde gern nächstes Mal damit Pflanzen sammeln gehen. Du das. Willst du gerne machen. Oh, Kasane,
I'm sorry for being startled again. It's fine. What are you doing? The flowers bloomed, and I was looking at them. Oh, do you want to see too? You can see my flowers anytime. They like when people look at them, and so do I. Ich glaube, dass ihre Blumen nicht für was anderes stehen, metaphorisch. Gott. Was erhöht? Das Erholungstempo der Saas, okay. Was ist das da für ein... Achso, ihr normal. Teeset als Geschenk. Hab ich dir jetzt... I think I might want to talk with you some more. I don't know if it'll work out though. I have fun talking to you too. I don't think you need to worry about it going well. So. Stadtbienenhonig. Stadtbienen, okay. Seltener Honig aus Zoo. Bienen werden hauptsächlich in unbemannten Höfen außerhalb der Stadt gehalten. Aber dieser kostbare Honig wurde von Bienen gemacht, die in Zoo experimentell gezüchtet wurden. Okay. Er zeichnet sich durch eine Süße aus und passt gut zu Kräutertee. Tee? Honig? Okay, ja. Kräutertee? Weiß ich nicht, ob das passt. Really? I'm so happy. Ich bin auch happy, dass du happy bist. Ich hatte noch nie Honig aus Zoo. Der Geschmack hängt ganz von den Blüten ab, aus denen er gesammelt wurde. Frag mich, wie der hier schmeckt. Ob sie Pollen aus dem Blumenbeet vor dem OSF-Hauptquartier sammeln? Wenn ich nächstes Mal die Blumen gieße, werde ich nach Bienen suchen. Kasane, I think you'd be good at growing plants. You think so? You learn fast, and you're observant. If there's a flower you like, or a plant you want to grow, tell me. I'll look for it. Zu dem Thematik mit Blume und Metapher. Are you and I pretty close? Is that surprising? Maybe this is what it means to get along well. Okay. Kagero. Da du jetzt wieder hier bist, die Gurke. Guck dir die Gurke an. Warum auch immer. Oh, cool. Yay. Hätte ich mir auch von Yuito leihen können, aber gut. Ich dachte, du magst keine Comic, Kasane. Was? Du hast es noch gar nicht aufgeschlagen? Aber das ist total gut. Ach, du liest es jetzt. Na dann. Fruchtlikör-Spezialität. Dieser Alkohol ist reich an fruchtigen Aromen wie Apfel und Orange. Es wird aus gerendertem Fruchtsaft oder durch Einlegen der Früchte in Alkohol hergestellt. Die Hausmarke des Obstgartens ist unglaublich köstlich. Ist süß und bekömmlich, aber trinkt nicht zu viel davon. Ja, das passt eigentlich überhaupt nicht zu Kagero. Weil er ein Erwachsener ist. Das müsste eigentlich nur an die jungen Leute gehen, oder? Oh, cool. Das ganze Zeug, was überhaupt nicht mehr nach Alkohol schmeckt. Ne? Das würde mit einem Getränk dazu wesentlich besser schmecken. Naja. Das Getränk würde mit einem anderen Getränk besser schmecken. Ja, wenn du das sagst. Dich haben wir. Hier, Luca. Hey, Luca. Ich hasse dich. Überwurfdecke. Das Karo-Muster auf dieser Decke ist im frischen Grün gehalten. Sie ist leicht und warm, sie ist groß, dass sich ein Kind komplett darin einwickeln kann. Du bist klein, Luca. Die Körpertemperatur sinkt, wenn Menschen schlafen. Da ist eine Decke zum Schlafen selbst in einem temperaturgeregelten Raum notwendig. Ey, wir haben was über Biologie, wir haben was gelernt. Körper werden kalt in der Nacht. Thank you. Man braucht nur eine Hanabi, die sich um dich legt und heiß macht. Ups. Ich habe zwar sonst die Körpertemperatur eines Kindes, aber im Schlaf kühle ich aus. Das wird bestimmt helfen. Wie hast du nur bis jetzt überlebt? Autos. Maßstabmodelle. Diese exotischen Autoserienmodelle im Maßstab 1:18 besteht aus druckgegossenem Stahl. Selbst kleinste Details sind dargestellt. Modellfans ist sie gut bekannt, weil wird in dieser Reihe... Was? Modellfans ist sie gut bekannt, so. Wird in dieser Reihe doch alles von
Oldtimer bis hin zu modernen Autos herausgebracht. Luca, der erwachsene Typ, der super stark sein will und alles. This is very nice. Der nur Spielzeug hat, ey. Entscheid dich mal. Ich finde, Modellbau ist ein Hobby für Erwachsene. Ich habe ihn gerade erst für mich entdeckt. Bin auch nicht auch schon 30 Jahre alt oder sowas. Halt mit Stoppern. Aber sollten die Körperwachstumshormons-Bla-Stopper auch das Hirn beeinträchtigen oder nicht? Er benimmt sich halt nicht wie ein Kind, ne? Manchmal. Nevermind. Unterhaltung OSF Star. Ein Fanmagazin über OSF-Mitglieder mit höchst hochauflösenden Fotos und gut recherchierten Reportagen. Auf dem Cover der Schwesterausgabe sind die Travis-Brüder. Ihr Kleinkind. This is amazing. Thank you. Yay, kann ich über mich selber lesen und über meine Muskeln. Nein. Das ist die Ausgabe, in der mein Bruder und ich ein Interview gaben. Da kommen Erinnerungen hoch. Ich war derjenige, der die meisten Fragen beantwortet hat. Tut mir leid, ich bin ein bisschen zu rührselig. Es ist ein schönes Andenken. Vielen Dank. Kasane, how long do you train each day? Gar nicht. I think I train as much as necessary. As far as I can see, you seem to have muscle. I'd like it if you allowed me to create a training program for you sometime. Muskeln? Nein, die sind nicht wirklich muskulös, würde ich sagen. You and I think very differently. That's why I find you so interesting. I don't feel that way. Plus, you have an interesting way of looking at people. Nein, sie ist null muskulös. Das kann man im Nacktmod sehr gut sehen. Hust, hust. Was? Because of the way I look, people sometimes mistake me for a child. You've always treated me as an equal, though. I don't care how people look. It's good to not have prejudices. I'm grateful. Ne, du siehst nicht nur wie ein Kind aus. Squashschläger. Du benimmst dich halt immer noch wie ein This might Kind. sound a little childish, but do you think we could become closer? That's not childish. I think we can both understand each other even more. Ne, ich habe nichts weiter dazu zu sagen. Höchstleistungsfernglas. Für die Spanner, ne? Für den perfekten Spannen. Ja, ein hochwertiges Fernglasmodell von Liort oder so. Der bekannten Elektrohersteller. Es soll klar sein, dass es wirkt, als würdest du mit eigenen Augen in hoher Vergrößerung sehen. Okay. Es ist absolut wasserdicht und eignet sich daher hervorragend zum Betrachten der Natur. Ich dachte für Unterwasserspannereien. Meine Fresse. This is amazing. Thank you. Da kannst du deine, Muskeln angucken oder sowas, ne? Wegen meiner Teleportation behalte ich meine Umgebung immer genau im Auge. Ferngläser wären dafür sehr nützlich. Okay, das ist wahr. Wenn natürlich statische Kameras und Drohnen. Doch die Dinge in meinen Augen zu sehen, selbst durch eine Linse, ist wichtig. Achso. Oh. I have something to tell you, Kasane. I guess more of a confession. Uh-oh. It takes me some time to truly trust a person. So, I may have been appraising you a bit when we first met. Are you saying you trust me now? Yes, of course. I trust you as a friend. I hope we can continue this way. Na dann. I am so happy. It feels like we become closer. Me too. I feel close to you. Maybe we just learned a lot about each other. Wenn wir uns so nahestehen, erzähl mir mal dein größtes Geheimnis. Naja. Hey, Shiden. Ich habe nur ein einziges Ding für dich. Angewandte Elektronik. Die Elektrotechnik, so. Dieser akademische Text hat praktische Theorien der Elektrotechnik und Elektronik. Für Studenten der Ingenieurswissenschaft sowie der Elektrizitätspsionik gilt er als Referenzmaterial. Psioniker können ihre Kräfte nicht richtig nutzen, wenn sie die Grundlage nicht verstehen. Macht Sinn. Not bad. Hier, Mister, du kannst schon alles.
Soll ich etwa lernen? Das verletzt mich zwar, aber ich habe auch schon daran gedacht. Wie kann ich meine Kraft noch besser einsetzen? Ja, ne, ich meine, wie kannst du von dir selbst so eingenommen sein und überzeugt, wenn du selbst zugibst, dass du eigentlich noch was lernen kannst? Naja. Ich glaube, dich hatten wir noch nicht. Oh ja. Flüssigkeiten für sie. Lorin, wow. Das ist jetzt wieder ein Negativgeschenk. Thanks. Ja, toll, danke. Teilen wir sie uns. Beim Plaudern kann man hervorragend naschen. I should talk to Hanabi. Ja, ich bin dabei. Ist es die vierte Süßigkeiten-Ding ist auf dem Tisch? Na gut. Alles besonders. Erstmal das Normale. T-Set. Ja, das nächste T-Set. Jetzt haben wir 5 Leute, glaube ich. 4 verschenkt und 1 geschenkt bekommen. Thanks. Bitteschön. Schön. Wenn man müde ist eine heiße Tasse Tee genau das Richtige. Wenn du über dich kippst, bist du auf jeden Fall wach. Ja. Wenn ich mich dazusetzen könnte, dann wäre es halt perfekt, ne? Aber können wir nicht. Warum sieht sie so traurig aus dem Winkel? Na gut. Duftkerzen. Na, wenn die auch permanent brennen bei dir, so wie bei Kyoka auf dem Tisch? Wahrscheinlich. Die Buntkerzen brennen. I'm so happy. Yay. Danke, die sammle ich. Die duften so schön, wenn man sie anzündet. Ach, genau, dafür sind sie da. Kurz wissen, brennen die bei dir auch permanent? Ja, gerade. Sind das echte Flammen oder... Naja, also spielerisch echte Flammen. Und nicht so die produzierten Dinger wie die Bilder. Gut. Wir haben ein großes Feuerrisiko hier in dieser Bude. Alle zünden alle Kerzen an und dann gehen sie weg an den Tisch hier. Naja. Das sind die 2 Sonder, also normal Spiegel. Ich dachte, das wäre ein Handspiegel. Okay, großer Spiegel. Dieser große, schicke Spiegel ist mit einem Blumenmuster verziert. Der wird nicht nur als gewöhnlicher Spiegel verwendet, indem man sein Spiegelbild betrachten kann, sondern er hält auch eine Kamera auf. Kann ich von hinten als Vision projizieren. Der perfekte Spiegel für eine 360-Grad-Ansicht von sich selbst. Ja, und das Ding ist mit dem Internet verbunden und wird immer Bilder von dir machen. So nach dem Duschen und ähnlichem, ne? No way! Thank you! Bei euch ist alles vernetzt. Ich würde doch dem nicht trauen. Naja. Du bekommst ihn. Was? Du bekommst ihn, Kasane? In einem Handspiegel kann man sich schließlich nicht komplett betrachten. You get it. Ah, du verstehst. Das war wahrscheinlich die eigentliche Übersetzung. Jetzt kann ich nachschauen, ob mein Schal verdreht ist oder ein Käfer auf mir rumkrabbelt. I can't help myself from charging forward in battle. I know how much you're covering for me and my reckless tendencies. It's fine. Sometimes it makes it easier to fight when you're out in front like that. Well, I guess that's nice to know. I'll just have to be careful that I don't overdo it from now on. Ja, alles okay. Jetzt hast du überlebt. Boom. Das Spiel ist gut. Aki Wörterbuch. Okay. I'm going to be someone you can count on. I'm always counting on you. And you can always count on me. Das Spiel ist zwar nicht wirklich perfekt, ne? Eine billige Version, aber es gibt einen Spiegel, der funktioniert. Was in modernen Spielen nicht normal ist. Die sind immer kaputt, die Spiegel plötzlich, ne? Last of Us Spiegel. Außer dem ersten. Egal. Baseballmütze. Okay. Offizielle Mütze von Genmu Endeavor. Hanabis Lieblings-Baseball-Team. Trotz letzter Tabellenplatzes 3 Jahre in Folge feiert die Fans mit ihr Team. Sind das die Basehead Oroks hier? Immer letzte? Naja. No way! Thank you!
Dieses neue Modell gibt es nur in limitierter Auflage und ich konnte keins mehr ergattern. Oh. Wie schön, dass du dich in meinem Lieblingsteam erinnert hast. Hast du mal davon gesprochen? Normalerweise sind sie in der Tabelle ganz unten. Ich weiß aber, wie schwer sie trainieren. Ich feuere sie wahnsinnig gerne an. Naja. Kasane, have you mellowed lately? Like how you talk? Have I? I'm not particularly aware of it. Really? I just had the feeling that you're somewhat easier to talk to. Maybe I'm the one who's changed. It could be that I understand what you're feeling more since I know you better. That makes me happy. Oh, happy. Meinungsaufhebung. Ich muss bei ihr nochmal genauer schauen. Die Kraft ist ja anders bei Jutio und ihr. It makes me happy to know you trust me. I know I'm in good hands with you. So this is what trust feels like. Ich bin gerade echt fasziniert von dem Spiegel. Er reflektiert auch Sachen, die nicht on-screen sind. Also sind es keine reinen Screen Space Deflections. Egal. Kleb überall Visionen. Sticker, die Visionen sind. Ach du Scheiße. Sticker von Furaway? Okay. Eine Marke für Teenager. Diese Visionen können einfach abgezogen und an eine beliebige Stelle angebracht werden. Einen Raum damit zu personalisieren ist der letzte Schrei. Soziale Netzwerke sind voller Posts von Leuten, die ihre coolen Räume zeigen. Das ist peinlich. No way! Thank you! Du hast es echt drauf, Kasane. Eine Strumpfhose ist dieselbe Marke. Okay, ich finde sie süß und retro. Eine halbe Strumpfhose, yay. Wo ist das hier wo ich das hier aufstelle? Bezeigen, wie viele Geschmack ich habe. Okay. Kann ich sie überall im Versteck verteilen? Uff. Stören würde es mich jetzt I'm nicht. glad we became friends. Because I was able to notice so much that I was lacking. That goes for me too. There were a lot of times I was at a loss because I didn't have anyone like you around me before. Are you kidding me? That's what I should be saying. You're the first person like you I've ever met. But maybe that's why you're special. Just let me know if you ever need help. I'll be there in a flash. Explosion und verbesserte Psychokinese. Wait, what? Bei aktivem SAS kannst du bei einem dritten Treffer in der Luftkombos eine Explosion erzeugen. Dann wird durch eine Luftkombo sogar noch weiter heraus. Na gut, also was Verschieden auch konnte, sowas in der Richtung. Und Hanabi inspiriert. Luftangriff. I'm going to work hard for you. Just you see. Let's both continue to improve ourselves. I'm glad we're together. So, erkennen wir irgendwas daran, was mit Feuer oder Hanabi zu tun hat. Hätte ein Feuerwerk sein können, das einfach. Aber nö, ich erkenne da wieder nichts dran. Es sind immer Würfel und so ein, naja, so ein Kreis drumherum. Oder ein Kreis. Schale, nehmen wir es mal. Aber gut. Wobei, doch, das könnte eine Flamme darstellen. Jetzt, wo ich sehe, ja, das ist so eine ganz normale Flamme. Na gut. Dich haben wir. Gemma, für dich, glaube ich, habe ich noch. Alkohol und so ein Stuff. Erstmal das Kissen für deinen Arsch, für die Hämorrhoiden und so weiter. Are you sure? Nimm hin. Das Muster ist für mich. Muster vor allem. Es ist doch. Na. Ganz offensichtlich. Ja, das ist nur eine Projektion. Wo kommen dann die Windeffekte her, die wir hören? Na gut. Ja, eindeutig Klingeffekte bei, also Klingensounds. Einzelne Kerze. Diese einfache Kerze mit Kerzenhalter hat weder Duft noch Verzierung. Die qualitativ hochwertigen Materialien können lange und konstant brennen. Menschen blicken während der Meditation in die Flamme. Manche verwenden sie auch zu Trainingszwecken, indem sie die Flamme mit einem Schlag löschen. Die Meister können sie allein durch ihre Präsenz löschen. Okay. Ja, die Bullshido-Meister können das. Are you sure?
Naja, nimm hin. Den Flammen beim Tanzen zuzusehen, hilft beim Konzentrieren. Solltest du mal ausprobieren. Wenn du das sagst. Fruchtlikör-Spezialität. Kostet dich mehr als Kakao. Hey, I'm grateful. Yay, kannst du dich volllaufen lassen. Das ist zwar nur ein Hobby von mir, aber ich sehe sofort, dass es gut ist. Vielen Dank. Alkohol ist ein Hobby von dir und weißt Bescheid. Trink halt wortwörtlich jetzt Alkohol, einfach nur. Am Küchentisch. Ohne sich zu unterhalten dabei. Taktikbuch Geheime Techniken. Ein Buch über Kampffertigkeiten und Wissen, das alle Rekruten studieren sollten. Es ist eine digitale Publikation. Wenn sie mehr als 100.000 Mal verkauft wurde, ist sie noch immer relativ unbekannt. Inhalte sind sinnvoll und nützlich, doch der Schreibstil ist veraltet. 100.000, ja gut. Ist jetzt in unserer Welt nicht wirklich viel bei 8 Milliarden Menschen. This is for me? Jo. Mein alter Kampflehrer hat mir das beigebracht und jetzt steht es auf einmal in einem Buch. Au. Nein, das ist eine gute Gelegenheit, sich auf das Wesentliche zu besinnen. Danke, Kasane. Bitteschön. Kasane, I know it's kind of weird to be saying it again, but I'm really grateful for you. I've been constantly looking at the past lately, but now I'm excited to see the future you're going to forge. There will be some hard battles ahead. I just want you to know that I will give you every ounce of strength I have. Thank you, but I don't think strength is something given. It's shared. You have me as well. Yeah, you're right. And you better believe I'll take you up on that. In exchange, I'll be there to be your shield. Hey. Automatisches Bewachen. Yay. I'll protect you, no matter what. Thank you. That's reassuring. Of course, I promise to protect you as well. Ein Käfig. Nice. Hat mehr was von Gefangenschaft, aber hat auch was Schützendes, ne? Das ist scheinbar genau wie bei Yuito. Yuitos Leute gaben ihm stinknormale Puppen. Punkt. Das hat er also selber gebastelt. Und das Gegenteam, die sind besonders. Hier scheint es genauso zu sein. Mein Team hat nur diese Kugeln mit verschiedenen Mustern. Und hier haben die andere Formel beim Gegenteam, in Anführungsstrichen. Ne? Die Flamme, wenn man so möchte. Ein Käfig. Statt reine Kugeln. Oh. Interesting. Hey, Kyoka, wo ich dich gerade sehe. Heilende Klänge, Erde und Meer. Therapeutische Musik wie diese erzeugt Alpha-Wellen im Gehirn und dient der Entspannung. Enthält auch Naturklänge wie Vogelgesang oder Insektenzirpen. Höre zu und entspanne dich, wenn du erschöpft bist. Quietsch, 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 quietsch. Was? This is nice. Die einzigen Geräusche, die man hier hört in der Stadt, sind Autos. Ich höre gern Musik, wenn ich erschöpft bin. Schön, dass du dich um mich kümmerst. Bitteschön. I guess I should talk to Kagero. Echt? Ja. Haben wir die Geschenke jetzt durch? Ich glaube. Objekte, Geschenke. Oh ja, alle weg. Yeah. Lang genug gedauert. Geschenke durch und jetzt hat, glaube ich, nicht jeder, aber fast jeder eine Freundschaftsepisode. Oh, scheiße. Na gut, ich gehe sie einfach durch. Was soll's. Hallo Tsugumi. Lass uns vertrauen. Noch mehr. There's something I wanted to discuss with you. Could you come to Masubi's with me? Sure. What did you want to talk about? Let's discuss it once we get there. I need some time to think, so I'll go on ahead and wait for you. Okay. Okay. Alles okay bei dir? So what did you want to discuss? Oh, Kasane. Oh. Hm? What is it? Oh Gott, was hast du in mir gefunden? Nothing. But you just look like you noticed something. Did you see something with your clairvoyance?
Well, I won't pry if it's uncomfortable for you to share. Yes? Your left knee. My left knee. You may not have noticed, but there's a bruise. You might have hit it during a fight. Oh, now that you mention it, I did hit it in my last fight. I think you should get that treated. The bone isn't hurt, but it might leave a mark. Good idea. I'll get it looked at when I get back to the hideout. I'm surprised you noticed. I had a feeling you were subconsciously favoring your left leg when you were walking over here. I was worried, so I couldn't help but use my power. I'm sorry. I'm really sorry. Why are you apologizing? I should be thanking you for telling me about my injury. Because I violated your privacy by looking under your clothes. It's not good to use my power without permission like that. Ah, I see. That's why you felt uncomfortable telling me. Okay. Wie würden sich die Leute fühlen, wenn Tsugumi ein Junge wäre? Also wenn ein Junge diese Kräfte hätte und jetzt offiziell unter Kleidung gucken kann. Ich lasse das mal so stehen. Ne? I suppose that would be the general consensus. Some things are off limits. I'm not a child anymore, but I'm still doing the same stuff as back then. Did something happen when you were younger? Yes. I didn't realize back then that what I can see isn't something I necessarily should see. When I told people what I saw, they would get uncomfortable and sometimes get scared of me. I finally realized that I shouldn't be doing things like that, that looking underneath someone's clothes or inside their home was bad. Is it really so bad? What? I mean, nobody wants to have their secrets revealed. You wouldn't like that, would you? To be honest, that wouldn't really bother me. Really? Yeah, I don't have any secrets. People can look all they want. Are you saying you can see inside people's bodies too? Yes. It can be a little revolting if you're not used to it. I guess. Then not only can you see injuries, you can detect internal diseases early as well. That means your power can save lives. It's fascinating. There really aren't many that can do that. I think it's a wonderful power. You're the first person other than Kagura to say that. That's surprising. I thought the OSF would evaluate your effectiveness quite highly. They tell me it's effective in battle, but my power hasn't often been noted for its everyday uses. I've been mindful in trying to avoid seeing things, or not talk about it if I do see something. It's a strange feeling being told I can look. It does take a weight off my shoulders, though. Well, that's good. Yes. Thanks, Kasane. Thank you for finding my injury. By the way, didn't you have something you wanted to discuss? Oh, we can talk about that some other time. Really? I still have time now. It's okay, really. I'll talk to you about it the next time I see you. Sure. See you then. She seems to have a lot on her mind. I can't help but be a little concerned. Next time I see her, I need to make sure we talk. Nächstes Mal, wenn ihr euch seht, geht zum Versteck. Wir sehen uns direkt wieder. Das Seil. Kasane, I want to thank you for being my friend. You are so much different than I am, so it's strange that we can talk like this. I don't think we're that different. Yeah, maybe you're right. I'd be happy if we could keep being friends. Ja. Schmetterfähigkeit, Gedöns, Beuterrad, Gedöns, jo. Holzschnitzerei. I'm really glad to be friends with you. I would be happy if we could always be friends. Of course we'll always be together. I'm happy too. Ja, das... Ihre Kugel sieht wie ein Auge aus. Kann man nicht anders sagen. Ist wahrscheinlich schon das Ziel. Macht Sinn zu ihrer Kraft. Gut.
Muss man sich ein bisschen Fantasie für nutzen im Vergleich zu anderen, aber egal. Ist deine Prellung in Ordnung? Pass auf die Prellung auf. Wenn es einem erst einmal erwischt hat, trifft es immer wieder die gleiche Stelle. Und du bist bei gegnerischen Angriffen gern etwas sorglos. Danke für deine Fürsorge, aber ich passe schon auf. Es bringt nur einfach die besten Ergebnisse, wenn man so wenig wie möglich ausweicht. Wow. Und du zu Gummi? Du bleibst auf Abstand zu den Gegnern, aber aufpassen musst du trotzdem. Du weißt nie, was für ein Angriff als nächstes kommt, also sei vorsichtig. Wahrscheinlich ist es gefährlich, wenn mir die Munition ausgeht. Danke, ich versuche aufzupassen. Ihr habt immer diese random Probleme, I should talk to Hanabi. Ja, oh Mann mal. Luke, vertrau mir. Kasane, are you free to talk? Ja. Yes. What do you want to talk about today? Oh, not here. The kitchen is empty right now, so let's go there. Huh? All right, let's go. Sicher, dass da keiner drin war? Ich habe jetzt nicht hingeguckt, aber... So, what's this about? It might be a touchy subject for you, since you are one of the design children made in Togetsu. Yes, what of it? How do you feel about your existence being the result of an experiment? How do I feel? I'm not sure how to answer that. Do you feel bad or conflicted about being an artificial existence? Well, it's something I learned just recently, so it honestly doesn't feel very real yet. Finding out my entire past was a lie definitely filled me with shock and anger. But it's not like my birth affects who I am now, so it hasn't been an issue. You're steadfast. And that's precisely why I wanted to talk to you. What are you talking about? You don't have to force it. I can go to another room and wait for you to calm... Wait! I'm a dud. I was born without powers, but they ran experiments on me when I was a child, which led to my gaining them. So while my situation is a little different from yours, I'm also an artificial psionic. It's something I've been struggling with for a while now. My power was given to me. It's not my own. Maybe it'll disappear one day, and I'll be nothing. The other day. That's why you asked what I'd do if I couldn't use my powers. Yes. I wanted to know how you felt since you were also created by an experiment. How do you think one can overcome their fear of possibly losing their powers one day? You're asking me because you want my frank opinion. Yes, that's right. Then I'll be honest with you. I don't understand why you're so worried. Is that because you're not a dud? No, I don't mean it like that. It's because I consider powers to be just one tool out of many. Just one of many? If you can't use one, then just use another. There are other ways to fight besides powers. Even if I didn't have them, I'm sure I'd find another way to try to protect Naomi. Whether you have powers or not, your feelings won't change. What's important is not how you do it, but what you do. What you do? I see. I should apologize. What are you talking about? I kept telling you before how similar you were to my brother, but I was wrong. My brother will greedily try to obtain powers to fulfill his own agenda. By force at times. You could say he is almost possessed by the powers. However, you don't care that much about them. If they're not available, you're flexible enough to choose a different method. I don't really understand, but you're basically saying you don't think Karin and I are similar anymore. Yes, because you're not. I was conflicted at first, but I'm glad I told you. It seems I was being a little too closed-minded. That might be similar to my brother. You've helped me feel a little better. Thank you. Don't mention it. Thank you for trusting me with your secret. You can talk to me anytime if you're ever struggling with something. Like your muscles. I don't think I'd ever be worried about my muscles, but I'll keep that in mind. Oh, du hättest fast sympathisch werden können, Luca. You've helped me so much. In battle and personally. I'd like to thank you for that. I'm glad we met and fought together. If I hadn't met you, I think my life would be very different. It's a little too soon to thank me. We still have a lot to do. You're right. We must work together to accomplish our task. Hey. Ja, I don't care.
believe you and I are on the same page. Do you feel the same way? Yes. It feels so natural coordinating with you. It's almost strange. Ja. Liest du gerne Bücher, Kasane? Auf Papier oder digital? Ich lese, um zu lernen, was ich missen muss, aber zum Spaß lese ich eigentlich nie. Das ist schade. Ich lese für mein Leben gern. Man kann nur eine gewisse Menge an Erfahrung und Wissen erwerben. Bücher gleichen diesen Mangel aus. Klingt wie ein Widerspruch, wenn jemand sowohl Krafttraining als auch Lesen mag. Aber ich trainiere und meinen Körper eben mit Gewichten und meinen Verstand mit Büchern. Ich kotze. Ich bin wahrscheinlich am besten darin, meinen Kopf zu benutzen, aber ich mag es, meinen Körper zu trainieren. Vielleicht hätten alle am liebsten das, was sie nicht haben. Hör auf diese fucking... Nein. Wir haben es schon 100-mal erwähnt. Und wir tun es noch ein 101. Mal, meinetwegen. Hör auf, diese Altersstopper zu nehmen, damit du größer wirst. Oh, das ist mal ein interessantes Ding. Das war jetzt Luca, oder? Weil die anderen waren ja schon da. Interessant. Das ist was ganz Eigenes. Sieht aus wie so ein Wurmloch-Effekt. Was wahrscheinlich Teleportation so ungefähr ist in diesem Sinne, wa? Oh. Cool, I guess. Feuer, Käfig, Auge, Teleport. Es fehlt noch... ich komme gerade nicht drauf. Wer ist der Letzte? Ich stecke auf den Schlauch. Yuito, ne? Yuito müsste der Letzte sein. Vielleicht noch mal einen eigenen. Hanabi ist Feuer. Egal. Hanabi. Du willst mit mir spielen, reden, was auch immer. Vertrauen. Hanabi, about before. I said some insensitive things. It's okay. I'm sorry I just left like that. I've been thinking since then. I finally understand why you care about Yuito so much. Ooh. So I want to help make your dream come true. What? What do you mean? I mean, you like Yuito. Whoa. Let's talk outside, okay? Ach, gib's doch einfach zu, Mensch. Sure, I don't mind where we talk. Du wirst einsam sterben, weil du dich nie traust, ihm das zu sagen. Listen, you're mistaken. I don't like Yuito like that. If you don't like him, do you hate him? I don't hate him. I just don't like him as a man. Don't say things like that. I didn't mean anything by it. I also looked into some objective data just in case. Objective data? For example, the temperature of your flames is 10% hotter when you fight alongside Yuito. No way. Also, your gaze during missions. Outside of battle with others, you look at him 80% of the time. Oh, okay. That's enough. I admit it. So you're saying you do like him? Yeah? I see. Don't worry, I won't tell anyone. I want to help you. Thanks. Honestly, I thought you liked Yuito too at first. You guessed wrong. The one who liked him wasn't me. It was my sister. Naomi? Yes. You look just like her when you talk about him. That's how I realized. Oh. If you like him, you should tell him. Huh? What are you talking about? You don't know what could happen if you wait. I want you to tell him how you feel. For Naomi. Oh, but I just can't. Why are you in such a hurry? We're OSF. If you don't tell him while you can, you may never get a chance. Kasane, I understand that you're serious about this, but I can't say it yet. Why? Because I don't think I'm good enough for him yet. Not as an OSF soldier, or as a person. You said it before. It's immature to depend on people. I said that because I didn't know you liked him. No, you were right. You nailed it. That's why I got angry. You and Yuito both have your goals and ideals, but I've just been following him. I'm a member of the OSF, but I've never considered what it is I fight for. I can't stay like this. I need to grow up and get strong enough to stand on my own. What's important
is that I become the kind of person who doesn't just depend on people, but can protect and support them when they need it. Oh, okay. I can understand that. I thought the same thing about Naomi. I won't force you to tell him, but I'm rooting for you. Thanks. That makes me feel better. Friends really are important. You're welcome. It's rare for me to talk about a friend's love life. That seems pretty normal to me. Is something funny? Nothing's funny. I just think it's very interesting. It sounds like you think it's funny. Okay. Interessantes Ende. Willst du ein Spiel schauen? Nee, ich interessiere mich nicht für Baseball. Warum gehen wir uns nicht ein Spiel ansehen, um zu feiern, dass wir uns vertragen haben? Bis zum Match ist es noch eine Weile hin, aber ich habe 2 gute Karten. Aha. Du hast vermutlich schon gedacht, das sind deprimierende Karten. Oh, die mich daran erinnern, dass ich nicht den Mut habe, you zu fragen. Ah ja, so, ja, das kommt bei dir sogar hin. Ich komme mit, aber ich verstehe nicht, was zum Schauen bei Sport solche Spaß machen soll. Ich habe ihn noch nie gemacht. Du warst noch nie bei einem Spiel, dann musst du es ausprobieren. Ich sage dir Bescheid, wenn es soweit ist. Deine Verlierermannschaft zuschauen. Yay! Hier ist ja was los. Das ist interessant. Es hat zwar nur Arashi und Kagero diese Konsole bekommen, aber hey. Wir sind ja alle Freunde hier, ne? Nächster. Na, ich nehme erstmal hier Gemma. Komm, Gemma ist cool. Gemma ist immer noch der coolste aller Charaktere. Also. Geschichtstechnisch. So erwachsen. Kasane, do you have time to talk? I wanted to apologize to you for the other day. Alright, do you want to talk here? No, let's do it in Seiran. I'll go on ahead and wait for you there. Okay. Lass uns gemeinsam reden. Ich gehe aber schon mal vor. Hä? Ich verstehe den Sinn dahinter nie. Gemma. I'm sorry to bother you about this, Kasane. It's fine. I wanted to talk to you too. To apologize. Why? I'm the one who should say sorry. You don't have any reason to apologize to me. I just dumped all my feelings on you without any regard for yours. If I'm being honest, I still don't think I completely understand how you feel right now. However, after everything I've experienced lately, I think I can imagine it a little. Did something happen? You really felt like you wanted to die? Not me, Naomi. She said that she didn't want to live anymore. She didn't want to live as an other, her sanity being maintained with medicine made of human brains. She said that? I didn't understand her at the time. I wanted her to live no matter what it meant, but now I partly understand where she's coming from. That feeling that makes you want to run away from life when things are so incredibly hard and painful. If that's what you were feeling, then I realized I didn't have any right to complain to you. Thank you for understanding. Let me just say it again. I shouldn't have unloaded my feelings of self-pity on you. I'm old enough to know better. So I brought you something as a token of apology. Is that a packed lunch? Yeah, they're all from the recipes Naomi gave me. I don't know if you're hungry or not, but maybe you'd be willing to give them a taste. Thank you. I wanted to taste what her recipes were like. This is stir-fried mackerel and green peppers. This is vegetable namul, and that's shredded meat. Wow, you really went all out. I'm still learning, so I've burnt some of them. It may not look appetizing, but it should still be edible. I'll take this then. Not bad. It does remind me of my sister's cooking a little. Really? Yes. It doesn't even come close to the real thing, though. I see. But getting you to say that it reminds you of it is still an accomplishment. It's fairly good and a little familiar. It must have taken you a while to make all of this. It wasn't a big deal. Cooking helps calm me. It's perfect for self-reflection. You think so? Yes, although I used to think it was a waste of time. I thought about what you said while I cooked. Which part? I think I said a lot the last time we talked. About how I wanted to roll over and die, and how that was selfish.
it really hit me hard. Thinking how much Naomi wants to live in her original body. And about how much all my friends who died in battle would have wanted to live. It made me realize that wasting whatever life I have left was disrespecting their memory. Part of me thinks you're taking it a little too seriously, but I'm glad I got through to you. I might be too serious. But I plan to live the rest of my life to its fullest. How? First thing is to get back to eating healthy with Naomi's recipes. I also want to reevaluate the way I spend my weekends. Maybe find a new hobby besides cooking. Sounds like a good idea. And I'm sure your cooking will get better with practice. Then I guess I'll keep at it. Would you mind tasting more of my food sometime? Of course. Thanks. I still have trouble figuring out what's good or bad since I've never been concerned about how my cooking tasted before. You seem like you're enjoying it. I am, although it stresses me out while I'm doing it. But maybe I enjoy that part too. He looks so alive. Maybe he started to feel more positive about his life. Bling. Denke an Hobbys. Früher dachte ich, ich brauche keine Hobbys. Aber nachdem ich es mit Kochen und ein paar anderen Dingen versucht habe, ist mir klar geworden, dass das nötig ist. Ein Hobby ist nicht etwas, das sich jemand erledigen lässt, wie eine Aufgabe. Egal. Stattdessen ist es etwas, das du von dir aus tust, um besser zu werden. Wirklich. Das klingt ernster, als ich dachte. Ernst? Ich wollte ja eigentlich erzählen, dass es Spaß macht. Naja, das finde ich jedenfalls. Du solltest etwas finden, was dir Spaß macht. Jo. Ah, Schieden auch noch. Schieden. Hey, Schieden. Vertraue mir. Hey, you free now? Yes. Klar. What is it? There's something I want to ask you. Come with me. Oh. Why did you bring me all the way here? All the way. Because nobody will overhear us. Look at this. That's the analysis from a recent fight. Don't worry about the details. I want you to look at the other kill rate. Your numbers have been improving lately. You must be seeing results from your training. Yeah, but you're doing even better than me. Not by much. It's all within the margin of error. Listen, that small difference you're talking about is something I've never been able to make up for. It doesn't make sense to me that no matter how hard I study and work, I still can't beat you. It's time I swallow my pride and ask you, what kind of secret training are you doing? Secret training? I'm not doing anything like that. No, there has to be some sort of secret strategy you're using. I told you I'm not doing anything like that. If you watch me, you can see that I'm not doing anything special. Are you saying that this is just a difference in our natural abilities? How? If that's true, then it doesn't matter what I do. I'll never be able to catch up to you. Richtig. I don't really understand. Is there a reason you need to catch up to me? I should just be some baggage the rest of my life? I don't think so. I hate to admit it, but everyone in this platoon are top talents, even Kagero. I'm the only one that's different. I'm nothing compared to the rest of you. I have to work myself to the bone if I'm even gonna keep up. And it's paying off. I don't see you as baggage. Even after looking at the data? No matter how hard I train, this is the reality. If this is my limit, then I can't stay in this platoon! Tschüss. Shiden, what should I do once I catch up to him? I don't know how to tell him how I feel. Kasane? Shiden just rushed out of here. Yes, I'm sorry. It seems like I've upset him again. You don't need to apologize. I know you must have tried communicating with him. You two have such different upbringings and perspectives. You have to assume you'll have disagreements. That means he'll never understand where I'm coming from. Right. What do you want him to do? What do you mean? I want him to continue fighting with us as a team. Have you ever tried telling him? Why don't you catch up to him and say just that? I have a feeling he might get angry again, but I haven't thought of a better way to reach out to him. Okay, I'll go after him. Do you have any idea where he might have gone?
Shiden is heading towards Seiran. Haruka, how do you know his location? I'm the team's operator. He just rushed out of the hideout, so I figured you two got into another fight. Good call. That's exactly what happened. Naja. Thank you for telling me. Good luck. I hope it goes well. Er standardgemäß eingeschnappt. Ein Streit würde ich das gar nicht nennen unbedingt. Ich bin alleine. Oh, das ist neu. Da ich gerade hier bin. Nichts? Okay. Oh, das ist ein questbedingtes Dayrun. Naja. Ja, da steht ein. Hello. There you are. Kasane? Why did you come after me? Get lost. Where are you going? I understand that you're troubled. I can see how discouraging it is to work hard and not see results. But running away just because you couldn't become stronger than someone? That's not the kind of person you are. You just overestimated me. This is what I'm really like. I'm not even that good. But my pride makes me constantly worry about everyone around me. I put on a facade because I'm scared I'm inferior to everyone else. Don't take this the wrong way, but why are you so obsessed with being better than everyone? How useful an individual is depends on circumstances. Have you ever been unable to control your own abilities? You mean my power? Yeah. When I was young, I caused an accident because of it. Nobody got hurt, but I was just lucky. The next time it happens, someone might get hurt. Worst case scenario, people might even die. I put on these insulation gloves and trained hard to control my power. But I can't get rid of that nagging feeling. Even back when I was still a kid, I've never been able to overcome my own weakness. So you feel inadequate. I've never found you lacking. Our platoon needs your composure, analytic skills, and judgment. Please, come back to us. I want to keep fighting alongside you. Another warning. Kasane, Shiden, others have been confirmed inside Seiran City. Others? There was no forecast. Sometimes the forecasts are wrong. Look, there are still citizens inside who weren't able to evacuate in time. Let's go. We have to save them. Yeah. Haruka, send us the others' location. That's right near my home. What? You didn't know either, Haruka? Is there a suppression force heading there now? There's a patrol in the area. They should prioritize evacuating the nearby civilians. My family should have already evacuated by now. We should head to where they appeared. You must be worried about your family. I don't need your concern. A member of the OSF should prioritize saving the citizens over their own family. You can drop the act. If you lose them without doing anything, you'll regret it for the rest of your life. Okay, I'll go. Yes, let's hurry. Wait, you're coming with me? Obviously. Hurry up or I'm leaving you behind. Hey! Why are you taking the lead? I'll support you from here. You two be careful. Weil du nicht in die Bette kommst, Shiden. What's going on? How are there still this many others? The reports were wrong. There aren't even suppression forces. Let's go help. Wait, will we be able to hold back that many others? Shouldn't we wait for reinforcements? If we don't act now, they'll start attacking people. We have to slow them down here. Against this many? That's suicide! Who else is going to save them? This isn't a question about if we can do it. We have to. Damn it. I know that. Captain Seto would say the same thing. There's no guarantee the civilians will be able to get away before the reinforcements arrive. My parents might. So we're the only ones who can stop them here. Captain Seto, give me strength. Let's go. You better pull your own weight. Right back at you. Let's do this.
Na, lass mich. Gut. Wow. Take him out. I confirmed your water attack. Are you okay? Being wet makes it hard to move. The enemy is attacking with electricity. You'll Keep your guard up. be shocked and unable to move if it hits you. Found our target. Got it. Checkmate. Look, that other over there. Natürlich. Aua. Fällt da gerade was ein? Das Umsortieren. Du weg. Ein Mensch. Was will ich da oben haben? Genau, Yuito. Du wirst jetzt ehrlich gesagt knallhart ausgetauscht mit Hanabis Fähigkeit. Das kann bleiben, das bleibt. Anderes Dingens. Du kommst runter. Da bis hin. Du bist überflüssig. Könnte man auch so machen. Schwierig. Mal sehen. Not yet. I trust you, Kasane. Let's do this. Burn it. It's working. Focus on that spot. I'll do it. It's over. Leave the rest to me. Checkmate. That was good. Not quite as good as me, though. You. I'll do it. I knew there were a lot, but this... Where's your usual bravado? If you're tired, you can run back to the hideout. I'll take care of I this. trust you, Kasane. Is that supposed to provoke me? How childish. But I'll go along with it this time. Whatever. Now let's finish this. The attacks to the outer shell are working. I'll try to break it. The enemy shell is broken. Kasane, now's the time to attack. Leave this. It's over. That was good. Not quite as good as me, though. Get lost. Easy. Trashkampf. That's all of them. Are you all right? Of course I'm all right. Who do you think I am? I was careful not to let any of them get away. I'm pretty sure we managed to stop them all here. Haruka, this is Shiden. We exterminated the others that appeared at our current location. Are there any more sightings? I was just about to contact you. We've confirmed that all others in Seiran have been exterminated. You two really pulled off quite the feat. Good job. There's a rescue team headed your way. All the civilians have been accounted for at the evacuation site. 0 casualties. That's good news, Shiden. Yay. Thank goodness. Why don't you go see your family? No. I just needed to know they're okay. Then let's head back to the hideout. Sorry. You did well out there and made some good calls. You really pulled your weight. Enough with the flattery. I was too busy fighting to think about anything else. That just shows how much you were able to focus. Neither of us had the time to think about anything. I guess so. But this wasn't an official deployment. There won't be any data to evaluate. Does that upset you? No. I feel accomplished. I don't even regret putting on Captain Seto's mask. If that's how you feel, then that's worth more than any analysis data. You're right. This is the first time I've ever felt that there's more to an encounter than stats. I think I'll stay on the team for a little while longer. Ach, so ein You can Mist. stay as long as you want. It's only as long as I feel I have something to gain. This platoon isn't as bad as I thought. I'm glad to hear you say that. Thanks. Ey. Ja, die Kratz kriegst du aber nicht. Du siehst damit scheiße aus. Ich möchte mich bedanken. Das von Shiden.
Ich war am Anfang ein Problem. Was? Ich war am Anfang ein Problem. Okay. Ich werde mich entschuldigen. Mich nicht entschuldigen, aber ich möchte dir danken, dass du mir geholfen hast. Was redet der da? Na gut. Na. Ich habe dich nicht als großes Problem empfunden, aber deinen Dank nehme ich gerne an. Es ist unerwartet, dass du dich dankbar zeigst, Schieden. Für wen hältst du mich denn? Wenn mir jemand hilft, bedanke ich mich. Aber es gilt sowohl nicht für jeden. Was mir im Weg. So. Nach heute habe ich das Gefühl, ich könnte vielleicht etwas erkennen, was mir fehlt und was mich vielleicht wirklich stärker macht. Ich werde darüber nachdenken. Ja, whatever. Das ist auch noch was. Es hört nicht auf. Jetzt scheinbar nur noch Yuito. Ne? Wird's was Großes oder? Mal sehen. Oh, Kasane. Perfect. There's something I wanted to talk to you about. Okay. What is it? I just wanted to say thank you. I owe you my life. You owe me your life. I don't know what you mean. Oh, you know, at Arahabaki. You saved me when I almost lost my memory. Jo, passt schon. Actually, it wasn't just me that saved you. It was Hanabi and all of us. I'm grateful to everyone, but the only reason everyone was there in the first place was because you brought them. If even one of them hadn't been, my memory might not be complete. So, I appreciate your help. Thank you. That's a bit of an exaggeration, but I suppose I should humor him a bit. All right, I accept your thanks. Yeah, it means a lot. You know, it's kind of weird just talking normally like this. Talking normally is weird? I mean, we were enemies for a while, and now we're fighting together. Life sure is full of strange, unexpected things. Life Sometimes, is strange. I think that the fact that two people exist with the same power, in the same time, at the same place, might mean it's fate. You can go ahead and interpret it however you want, but I don't believe in fate. That's the Kasane I know. I guess it is kind of an exaggeration. Well, I would say it's more logical than an exaggeration. We're only here because we chose to be. Whenever I hear the word fate, it just sounds like something given to us. Oh, that's not really what I meant, but I see how it could sound like that. When I think of fate, I think of something from a past life, or like there's a strange power at work. But yeah, I just don't feel like I entirely chose this. What do you mean? Fate does seem like something being forced on us. But we meet and part with so many people all the time. All of that put together makes me who I am now. Like, my ability to choose is thanks to everyone. If that's what you mean, I feel the same. If I were by myself, I wouldn't have been able to choose this path. He has a good point, I'll give him that. It's true that I'm here thanks to my sister. Oh, right, I haven't told you yet. It's about Nagi. He's dead. What? Nagi? You mean that Nagi? What happened? He was subjected to the government's personality rehabilitation. And, well, he attacked me when he was ordered to take my brain. I thought there was something I could do for him, a way to bring him back. But I was too late. I couldn't save him. I can't even imagine how hard that must have been. For you and Nagi. He was a good guy. A really good guy. He didn't deserve that fate. He got roped into the government's conspiracy just because he knew me. Even if he weren't friends with you, I'd imagine Nagi would still find himself involved if he joined the OSF. But if he hadn't become friends with me, then the chance of this happening would have been much lower. It's my fault he lost his life. Ja gut, dann bring dich auch um oder so. Laber halt's Nagi was Maul. his own person. He made his own choices in life. Suse. He wasn't an extra in yours. Even if his life came to a painful end, I think it's arrogant to say it was only because of you. Also, I don't know how he truly felt, but I'm guessing he wouldn't want his friendship with you denied.
Yeah, I wouldn't want to go through life not being friends with him either. That's why I wanted to save him. It's hard when someone dies. Since I've joined OSF, I've lost so many people. It's shocking at first, but it really starts to sink in later. I'll never get to see or talk to them again. Before, I could always just use brain talk to see and talk to them whenever I wanted. Even so, the time you spent together wasn't for nothing. You can remember them whenever you want. We can't let it be for nothing. You said so yourself. The people we meet and the relationships we build, that's what makes us who we are. You're right. I guess we just have to keep on living, embracing the memories of those who've passed. I'm really glad I didn't lose my memory. Thanks again. I'm glad we talked. I feel better too. We should have another talk like this soon. We're back on the same team again. As long as it has some meaning, sure. I don't really like small talk. That's fair enough. Looks like you're still you. I sure am glad we're working together again. Yes, me too. He seems to have matured in some ways. And there's been so much going on lately. For both him and me. I said how much we counted on you before, but I've started to think recently that it can't just be like that. What do you mean? You'll get tired if everyone keeps leaning on you. I want to support you, too. We're friends. I might not be able to replace Naomi, but I feel like I can become something for you like what Baki is to me. You're such an idiot. But thank you. I look forward to it. Okay, für den Vergleich müsste ich dich jetzt umbringen. Holzschnitzerei. Und Kasane selbst inspiriert. I'm glad we're together like this. Thanks for being a part of my life. Me too. I can't believe I feel this way about you now. Welcher verdammter Hurensohn bohrt denn jetzt hier bitte schon wieder? Ja. Was haben wir? Eine Frage über unsere Trennung. Okay. Ist etwas Interessantes passiert, als du Seiran warst? Also nichts Ernstes, nur ganz normale Sachen. Das Platoon zum Beispiel über irgendwas Interessantes gesprochen. Mir fällt nichts ein. War wie immer. Wirklich. Bei diesen Mitgliedern hätte ich gedacht, dass sich Shide vielleicht mit irgendwem gestritten hätte. Oder Arashi total faul gewesen wäre oder so. Standard. Wenn ich darüber nachdenke, dann ist es ja wie immer, sage ich doch. Aber ich glaube, dass sich alle näher gekommen sind. Das kann man ihnen ansehen. Schön. Oho. Wait. Links 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, das stimmt, das ist die von Yuito. Warum hat er 2? Weil er und Kasane zusammen 1 ergeben. Und sie ist eine Brücke? I don't know. Wie dem auch sei. So. Ich glaube, es waren jetzt endlich mal alle. Habe ich wirklich alle durch erstmal? Nice. Na gut. Können wir endlich dann wieder richtig weitermachen.